Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Yggdrasil Upgrade Video. Und allein dafür würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr diesen kleinen Button unter dem Video mit dem Daumen nach oben drücken könntet und einen Kommentar schreibt, und zwar jetzt schon, dass ihr hyped seid auf das, was jetzt auf uns zukommen wird. Denn ich bin definitiv hyped. Hyped AF. Was hauptsächlich auch daran liegt, dass das Ganze jetzt, wie ihr wahrscheinlich schon immer öfter im Stream gehört habt, einfach deutlich schneller als erwartet ging. Wie ihr seht, wir sind bereits Level 152 und das, obwohl wir nur mit XR-Emblees gelevelt haben, die ja eigentlich schlecht sind, die man eigentlich nur dann benutzt, wenn man weiß, dass man nicht so viel Zeit hat oder dass man einfach nicht so viel Bock auf Leveln hat oder so. Dann macht man XR-Emblees an, just for fun sozusagen, ja, wo man nicht wirklich was verlieren kann. Trotzdem sind wir jetzt Level 152 und wie zahlreiche Leute im Twitch-Chat, im Live-Chat, beim Livestream gefragt haben, ja, wie sieht's jetzt aus, was machst du jetzt, Yggdrasil, Arcanist, wo ist dein Equip, warum level downst du das nicht, was ist los, warum bist du so, warum hasse ich, Spaß. Aber die Frage, warum ich das Yggdrasil-Equip nicht trage, kam sehr häufig. Ein bisschen nervend war es dann am Ende, weil es wirklich 20, 30 Mal gefragt wurde, aber ist ja nicht schlimm. Aber auf jeden Fall ist es jetzt so, ich habe deswegen das Equip noch nicht getragen, weil ich hatte nur 2 Teile und ich habe es nicht geupgradet, sonst wären wir jetzt nicht hier. Also ich habe das Equipment noch gar nicht, deswegen konnte ich auch nichts Level downen und im Livestream upgraden wird wahrscheinlich niemals passieren. Einfach nur, weil ich diese Videos zu gerne mache und im Livestream ist es einfach nicht das Gleiche. Muss man einfach so sagen. Und ich denke mal, da werden mir doch einige zustimmen. Einige auch wieder nicht, ich weiß, aber das ist halt eine Geschmackssache. Aber mir persönlich macht es auch mehr Spaß, es in einem Video zu machen. Warum auch immer, keine Ahnung, es ist einfach so. Weil mir hier keiner reinreden kann. Hier kann ich so viel Müll labern, wie ich will, und das kann mir niemand widersprechen. Tsching, so läuft das. Genau, und wie ihr in meinem Inventar seht, selbst gefarmt. 15 von diesen Questies sind übrigens meine 170er Crackshooter-Belohnung. Die anderen 30 habe ich gefarmt. Ja, also... Und 5 Level Downs sind auch am Start. Wofür? Naja, das ist, denke ich mal, offensichtlich. Also Level Down Low. Und ja, wir tauschen uns jetzt erstmal das Equipment ein, weil das besitzen wir ja noch gar nicht. Wir haben noch kein Equipment, das wir hier upgraden können. Wow, jetzt hätte ich beinahe hier ganz nach unten geklickt. Also die Suit und den Helmet haben wir. Und wir brauchen die Boots in Mail. Natürlich nur einmal. Und wir brauchen die Handschuhe, die Gauntlets, auch in Mail. Natürlich auch nur einmal. So, muss man echt aufpassen hier. Oh mein Gott, ich habe noch nie Rüstung tatsächlich eingetauscht. Das Einzige, was ich mal eingetauscht habe, war ein Bow bis jetzt. Das war meine einzige Yggdrasil-Waffe. Aber ein einziges Yggdrasil-Item bis jetzt gewesen. Genau. Und dann müssen wir noch einmal zu unserem Mr. Unsichtbare Item-Auswahl und die vorletzte Option nehmen. Und hier ist der Yggdrasil-Staff. Oder Staff. Je nachdem, ob ihr Englischlehrer seid oder nicht. Magiebeschleunigung plus 39, Angriffskraft plus 46, Int plus 46, PvP-Schaden plus 10 und Genauigkeit plus 13. Die ist auf jeden Fall am wichtigsten. Da gönnen wir uns den Purified Yggdrasil Staff. Zack. Das Kronjuwel unseres Equips quasi. Und ja, so schnell sind die 45 Items, die da gerade noch im Inventar lagen, auch schon wieder weg. Und ja, jetzt gehen wir an einen Ort, den ihr sicherlich kennen dürftet, wenn ihr meine letzten beiden Yggdrasil-Upgrade-Videos gesehen habt. Dieses Mal werde ich es wahrscheinlich nicht zweiteilig machen oder eventuell nicht zweiteilig machen. Was einfach daran liegt, dass wir keine Changeaways haben. Letztes Mal hatte ich ja 80 oder 90 Changeaways, was ja alleine schon 300 Milliarden sind. Heute habe ich leider keine Changeaways oder nicht so viele. Was einfach daran liegt, dass ich auf das Yggdrasil-Upgrade jetzt nicht ganz so gut vorbereitet bin und dass mich der Char einfach zu viel Geld gekostet hat bis jetzt. Ich konnte nicht nochmal 100 Changeaways rausballern. Das wird dann eventuell in der Zukunft nochmal passieren. Eventuell, sage ich, weil, ja, ich finde jetzt Int ist als Wert nicht so krass wie Crit Damage, deswegen finde ich, dass auf dem Yggdrasil-Staff nicht unbedingt auch so eine krasse Erweckung drauf muss, wie jetzt zum Beispiel beim Bow. Beim Bow ist alles andere als eine krasse Erweckung drauf, aber das ist ein anderes Thema. Das war einfach unlucky. Aber worauf ich hinaus will, ist einfach, ich habe jetzt nicht so viel Changeaways, deswegen lohnt es sich jetzt eigentlich hier nicht wirklich 2 Videos draus zu machen. Und ich hoffe mal, dass es nicht zu lange dauert. Genau. Also genau hier haben wir letztes Mal geupgradet mit Asumiao, heute mit Mergano. Und da steht auch schon mein Char bereit, der alle meine Items hat, die ich hier gebunkert habe. Das sind alles Reste, das ist das Krasse dran. Alles, was ich jetzt benutze, sind nur Reste von Asumiao.
Also die Leftovers von ihr, sozusagen. Und wir fangen jetzt mal an mit Blessing of Baruna. Und Stone of Balance brauchen wir dafür noch. Genau. Und zwar müssen wir erstmal die Sachen ganz normal upgraden. Auf plus 10 bei dem Set auf jeden Fall. Ich glaube, meine anderen beiden Teile sind plus 12, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ehrlich gesagt ist mir das ziemlich egal. Wir machen jetzt erstmal plus 10. Oder machen wir erst die Waffe. Oder wir machen erst die Waffe komplett fertig. Weil die ist eigentlich wichtiger, die Waffe. Oh ja, wisst ihr was? Das machen wir. Wir machen erst komplett die Waffe fertig und dann machen wir die anderen beiden Dinger. Aber die anderen beiden Dinger sind eigentlich komplett unwichtig. Wenn man mir ehrlich ist. Da ist einfach nur wichtig, dass sie plus 10 sind. Die Waffe ist wirklich das... Da kommt es drauf an. Weil die uns viel mehr bringt als die anderen beiden Teile. Genau. Ja, dann machen wir es so. Aber trotzdem fangen wir mit... na gut, jetzt müsste ich mich nochmal anders positionieren hier. Mit dem Udi. My boy Udo. Natürlich Level 5. Genau. Dann müssten wir die jetzt eigentlich erstmal hier... Ah, warte mal. Machen wir das Safe Piercing oder machen wir... Ah ne, Schwachsinn, das Safe Upgraden meine ich. Oder machen wir das Einzelne, wo wir klicken müssen. Ich finde ja persönlich, das wurde ja beim letzten Mal bemängelt, dass ich das nicht gemacht habe. Mit dem... Ehrlich gesagt wusste ich das ganz am Anfang tatsächlich wirklich nicht, dass es auch hier so eine Menüfunktion mit 10 Slots gibt. Da habe ich es ja immer damit gemacht. Aber ich finde ehrlich gesagt, ist es auch ein bisschen irgendwie... oh lol, ups. Moment mal. Die ersten Sockel müssten doch for free sein. Die ersten Upgrades, meine ich natürlich, müssten for free sein. Und sind sie auch, ich habe noch kurz nachgeschaut. Bis plus 2 ist das Ganze safe. Ja, aber sowas muss man sich wirklich sicher sein, weil wir reden hier von einem Item, das clean schon 20 Milliarden wert ist. Also da sollte man wirklich aufpassen. Genau, und ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, das ist mir auch nämlich gerade noch eingefallen. Und das finde ich wirklich heftig, weil das ja wirklich kompletter Zufall ist. Also ich meine, Hater würden sagen, das war geplant, aber ist es tatsächlich nicht. Ratet mal, wann das Yggdrasil Upgrade Bow, Yggdrasil Crossbow Update war. Upgrade. Am 15.05.2019. Vor fast genau einem Jahr. Das ist krass, oder? Blows my mind, boys. Aber ich will euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Let's go. So. Zack. Ab jetzt brauchen wir die Blessings. Oh, ups. Und es ist so, dadurch, dass wir jetzt noch 2 andere Teile upgraden müssen und ich leider nur 89 Blessings habe, die sind auch alle selber gefarmt von Halloween-Events, beziehungsweise noch die Leftovers von Asumio, wie gesagt, müssen wir wirklich aufpassen, dass wir hier nicht zu viele brauchen. Also grundsätzlich sagt man bei Baruna so bis plus 12, theoretisch sogar bis plus 15, wobei 15 finde ich persönlich ein bisschen zu krass, weil da kann schon sehr oft scheitern. Aber so bis plus 12 und plus 13 kann man es ruhig mit dem Blessing machen. Da hat man die Chance, dass es auch wieder Level Down geht. Das kann halt passieren. Aber hier sind ja die Grace of Baruna quasi noch ein bisschen verschwendet. Ich persönlich muss aber sagen, dadurch, dass wir jetzt einfach nur eine sehr limitierte Zahl von Blessing of Baruna haben und die auch mittlerweile echt teuer sind, werden wir es wahrscheinlich so machen, dass wir eher so, also plus 10 Minimum, vielleicht 1-2 Mal probieren, auf wirklich 12 zu kommen, aber wenn wir 12 haben, dann hören wir auf jeden Fall auf. Oder wenn wir halt sehr wenige haben, nur noch sehr wenige haben, dann hören wir bei plus 10 auch schon auf, weil ich die für das Set dann noch brauche. Genau, ich weiß gar nicht, funktioniert hier Doppelklick? Ja, okay, passt. Schon so lange nicht mehr benutzt, den Udi. Literally ein Jahr. Da muss man das erstmal wieder lernen hier. Okay, dann sind wir auch schon bei plus 5. Ich klicke lieber erst aufs Blessing. Nicht, dass hier noch ein Unglück passiert. Okay, plus 7 ohne Fail. Let's go. Plus 8 ohne Fail. Aber das sind auch noch die leichten Level. Plus 9 ohne Fail. Plus 10 ohne Fail. Let's go, kommen noch 2. Plus 11 ohne Fail. Komm. Ah, schade. Oh mein Gott. Ich dachte schon, was ist jetzt los? Puh. Nice, plus 12. Jetzt ist die Frage, sollen wir unseren Luck pushen? Wir haben jetzt legit 12 Dinger verbraucht. Komm, einmal noch. Scheiße. Okay, jetzt lassen wir es. Oder? Ja, wobei wir haben echt noch relativ viele. Ja, let's go, plus 13. Okay, jetzt lassen wir es wirklich. Jetzt ist die Chance zu groß, dass es nicht klappt. Okay.
Das heißt, wir müssen nochmal handeln und ich mache es jetzt auch einfach so. Ich trade mir jetzt die Items, die wir für den Staff brauchen, einfach noch rüber, sonst muss ich jetzt 5-mal hin und her tauschen. Oh. Ach, während dem Udi-Vieh kann man nicht handeln. So. Also wir brauchen einmal Element. Ich habe 7 Plätze frei. Dann brauchen wir Enamel of Baruna, Grace of Baruna, Blessed Enamel of Baruna. Okay, ich kann mir nicht alles rüber tauschen, weil es zu viele Items sind. Diamonds und die Baruna Reversion Scrolls. Und die Death Runes. Ja gut, dann fehlen eigentlich nur die Cancel Aways. Passt. So, das ist doch mal ein schönes Baruna-Bundle. Ja, der Trade war gerade einfach mal so 600, 700 Milliarden wert. Auch nicht schlecht. Also zur besseren Übersicht, das sind 228 Grace of Baruna und 248 Blessed Enamel of Baruna. Also es sieht nicht nach viel aus, aber diese beiden Item-Slots sind halt ein paar 100 Milliarden wert. Ganz schön crazy. Also nicht nur ein paar 100 Milliarden, sondern etliche 100 Milliarden. Das ist krank, was das hier alles an Geld gekostet hat. Ich bin froh, dass ich das nicht mehr bezahlen musste, sondern dass ich das in der Vergangenheit bereits bezahlt habe. Da habe ich ja damals 1,5 Jahre lang drauf gespart auf die ganzen Upgrade-Materialien. Und ich wusste, dass ich sie in der Zukunft noch benötigen werde. Übrigens ist der Udi jetzt bei 100%, jetzt ist er maximal gelevelt. Aber die Prozente auf Level 5 machen keinen Unterschied mehr. Genau, dann würde ich sagen, machen wir die ersten paar mit Grace. Auch noch ohne Safe-Upgrade, also ohne 10er-Stacks. Und dann würde ich sagen, benutzen wir es schon am Ende, weil dann brauchen wir schon relativ viele Versuche. Warum benutzen wir jetzt Greatest of Baruna für die Leute, die es vielleicht nicht wissen? Beim normalen Blessing of Baruna wird es nur vor der Zerstörung geschützt, da kann es Level Down gehen, das ist uns jetzt zum Glück nicht passiert. Und beim Grace kann es nicht kaputt gehen und nicht Level Down gehen. Also ein sehr wichtiges Item, wenn man probiert, aufs maximale Level zu gehen. Okay, schon mal 2 Fails, 3 Fails, 4 Fails. Oh mein Gott, jeder Fail kostet 2 Milliarden. Ouch. Okay. Hey. What is happening? Okay, wir machen das andere. Das habe ich tatsächlich noch nie benutzt. Das ist echt crazy. So, das müsste eigentlich genauso funktionieren wie beim Schmied. Genau. Ja, let's go. Das habe ich noch nie benutzt, dieses 10er-Ding. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Das waren einfach 20 Milliarden. Oh mein Gott. Mein Herz. Oh. Das ist painful. Oh mein Gott, wenn ihr nachvollziehen könntet, wie viel Geld das einfach ist. Oder ich meine, ich habe es euch gerade gesagt, aber ja, es ist... Oh mein Gott. Ey, jetzt bitte 2 in a row oder so. Oh mein Gott. Ja, immerhin einen. Und direkt mit dem ersten, lustigerweise. Oh man. Level 15. Komm schon, bei jedem 10er brauchen wir jetzt mindestens einmal Plus, sonst... Zumindest die nächsten paar Male und... Ja! Oh, dankeschön. Danke, danke, danke. Okay, plus 16. Ab plus 18 wird's haarig. Ah, komm. Ah, schade. Okay. Boah, das waren halt schon 40 Stück. Das kann ja nicht wahr sein. Und wir sind jetzt bei plus 16. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe die Zahlen von Asumia jetzt nicht im Kopf, wie viel wir da so ungefähr für irgendwas gebraucht haben. Das habe ich mir jetzt leider nicht mehr aufgeschrieben oder angeschaut. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es deutlich besser lief. Da haben wir, glaube ich, öfter mal Level Down gehabt. Also da hatten wir beim Blessing of Baruna, glaube ich, mehr gemacht. Sind aber, glaube ich, auch nicht höher als plus 13 gekommen. Aber beim Grace of Baruna... Ja, ja, ja! Let's go! Nochmal, 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 nochmal. Oh mein Gott. Okay. Schon besser. So gefällt mir das doch schon besser. Genau das gleiche muss jetzt nochmal passieren, dann sind wir fertig. Denn das Ding ist schon plus 18. Oder doch schon die maximalen... Ne, den maximalen Zocker jetzt noch nicht. Ja! Ja! Oh mein Gott! 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 Let's go, Alter! Ey, da war es ja schwieriger, auf plus 14 zu kommen, als auf plus 20. Let's go! Alter, das war krank. Das waren jetzt insgesamt, glaube ich, 71 Stück. Gerade mal 140 Milliarden. Das geht total klar. Alter. Let's go, baby. Damn, okay. Let's go. Da bin ich doch auf jeden Fall dabei. Oh, baby. Let's go.
Puh, muss man erstmal durchatmen hier. Ja, dann, ich würde fast sagen, ich tausche jetzt einfach mal ein paar Power-Ups hier rüber, weil mich das gerade ein bisschen nervt. Mit dem geringen Inventarplatz. Ich habe extra vorhin ein bisschen Inventarplatz freigemacht, aber es hat nicht gereicht, weil man echt viele Items braucht beim Upgraden. Und ich habe ja nicht nur ein Item im Inventar, also nicht nur eine Waffe, sondern ich habe ja noch hier meine beiden Set-Teile im Inventar. Da sind nochmal 2 Plätze mehr weg. Genau, denn wir brauchen noch die Kansas auf jeden Fall. Und später dann eventuell noch die Changeaways. Dann haben wir auf jeden Fall alles hier, da müssen wir jetzt nicht mehr tauschen. Genau, Changeaways sind halt wirklich leider nur noch sehr wenige. Da habe ich keine neuen mehr gekauft, auch keine neuen mehr bekommen, weil es gab ja leider keine Events mehr, wo man die wirklich farmen konnte. Also es gab zwar 2 Events, glaube ich, innerhalb von den 365 Tagen seit dem letzten Upgrade, aber die haben leider nicht gefruchtet. Genau. Ich würde fast sagen, wir könnten es eigentlich auch so machen. Das ist, glaube ich, ein bisschen angenehmer ohne das Interface. Wenn das funktioniert, dann sollte das passen. Genau. Gut, das heißt, als nächstes machen wir das Element drauf. Da brauchen wir Baruna Elemental Upgrade. Das geht, glaube ich, nicht als Safe Upgrade. Also fürs Element kann man das, glaube ich, nicht machen, weil da gibt es keine Option für. Außer es funktioniert auch beim Safe Upgrade, aber ich wüsste nicht wie, weil da muss man ja was anderes reintun. Aber theoretisch beim Enable... Ja doch, das geht dann halt an die Stelle vom Blessing. Ja doch, vielleicht geht's doch. Probieren wir gleich. Also, wieder wie vorhin. Wir machen jetzt Flame drauf, Fire. Flame, Fire. Ja, eigentlich heißt es Feuer. Und changen es dann. Weil ich habe jetzt nur Feuer-Orbs und Wind-Orbs. Und Wind habe ich nicht mehr so viele, weil die habe ich ja bei Asumiao verbraucht. Entsprechend habe ich jetzt hier 400 Feuer-Orbs. Ich hoffe, die reichen, aber ich habe hier nicht so viele Enables. Und dann machen wir einfach ein Change-Away drauf. Elite Change mache ich natürlich. Das muss ich mir dann noch von Dela holen, das habe ich jetzt tatsächlich vergessen. Genau. Ja, Upgrade erfolgreich +1 und Upgrade erfolgreich +2. Und dann gucken wir mal, ob das jetzt auch mit dem Safe Upgrade funktioniert. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, das müsste theoretisch auch funktionieren. Nein, Scroll oder Material für diesen Gegenstand nicht geeignet. Dann funktioniert es tatsächlich nicht. Da steht ja auch allgemein dabei. Ja, dann kann man das nicht machen. Beim Element. Dann kann man das nicht machen. Dann muss man das echt einzeln klicken beim Element. Okay. Also ich meine, ich habe jetzt kein so großes Problem damit. Weil bei Asumiao habe ich alles einzeln geklickt. Hat auch mehr die Spannung erhöht, würde ich sagen. Aber genau, das wollte ich nur kurz ausprobieren, weil da war ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. So. Genau, da brauchen wir jetzt nur noch die Orbs und das Enable. Let's go. Machen wir noch die richtige Reihenfolge hier. Kann ich erst das Enable machen? Ja. Okay, dann machen wir lieber wieder die Reihenfolge. Die gefällt mir dann doch deutlich besser. So. Feuer +5. Let's go. Da brauchen wir nicht so sparen bei denen, weil ich habe ja nur eine Waffe. Bei der Rüstung weiß ich gar nicht, ob da noch ein Element drauf ist. Das könnte man dann vielleicht auch nochmal gucken. Das ist mir jetzt persönlich gerade nicht so wichtig. Genau. Jetzt sind wir schon bei Feuer +9. Feuer +10. Also hier wird +13 auch wieder schön. Schade. Schade Schokolade. Schade. Oh, come on. Okay, er will nicht über die +10 raus. Doch, jetzt, let's go, +11. Schade. Schade. Come on, müssen wir uns die schöne Hintergrundansicht noch gönnen hier, damit wir ein bisschen Bonuslack bekommen. Oh, es ist auch Minus gegangen, jetzt ist wieder Feuer +9. Jetzt ist wieder Feuer +10. Ja, nice, nice, nice. Keep it coming. Ne, Moment mal. Ach, das ist ja Minus. Oh mein Gott. Ich hab's auf Vorzeichen gar nicht geachtet, ey. God damn it. Ach, das ist so tricky bei Baruna. Das ist einfach alles ein bisschen anders. Das ist alles ein bisschen anders. Mein Fehler. Ich wusste nicht mehr, wie das aussieht, wenn es Level down geht, weil wir es gerade nicht erlebt haben. Genau, da muss man aufpassen, ob da Minus oder Plus steht. Jetzt steht da Plus, jetzt haben wir +11, na also. Das dachte ich mir vorher, dass da auch Plus stand. Jetzt steht wieder Minus da, jetzt sind wir wieder bei +10.
Ah, plus 9. Okay, da hat das normale Upgrade deutlich besser funktioniert. Ah. Okay. Ja, dann machen wir vielleicht bei plus 12 Schluss, weil ich meine, die Dinger sind jetzt auch nicht gerade günstig. Und das zickt gerade ganz schön rum. Ja, das zickt gerade ordentlich rum. Schon wieder plus 9? Oh mein Gott. Okay. Ich hoffe, wir schaffen plus 12 überhaupt oder plus 11. Ja, okay. Kommen wir einfach dreimal in a row, dann haben wir es doch. Oh mein Gott. Hatten wir einmal plus 11, ne? Hatten wir, glaube ich. Einmal bis jetzt. Allein schon, wie oft das fehlschlägt, ohne dass was passiert, ist eigentlich so viel Glück. Ey, das kostet mich jetzt echt ein bisschen zu viel, weil dann kann man auch einfach die Names benutzen, bevor man jetzt hier... die Blast, die Names, bevor man hier 50.000 normale reinballert, kann man dann auch einfach die Blast benutzen. Aber bei plus 8 wird es wirklich ganz schön wasted. Also plus 11 noch einmal. Please. Jetzt klappt es ja wirklich gar nicht mehr. Seit ich das Interface ausgeblendet habe. Plus 9 haben wir, oder? Ja, plus 9. Gott, das ist echt eine schwere Geburt hier. Wir haben nur noch 37 Stück vor allem. Oh mein Gott. Okay, plus 10. Jetzt kommt plus 11 einfach und bitte fertig. Ey, das kann doch nicht sein, wie oft das fehlschlägt. Ja, na, also plus 11. Oder wollen wir es doch nochmal probieren? Ich habe vorher noch gesagt, ich brauche sie nicht unbedingt. Warum muss ich immer mein Glück pushen? Komm, plus 12. Das ist eigentlich schon das Minimum, dass man es plus 12 schafft. Ach, komm, oh nein. Bitte nicht. Ja, okay, wieder plus 11. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein Zeichen, Boys. Ach, das ist kein Zeichen gewesen. Das war kein Zeichen. Na, ich sehe schon wieder die Kommentare vor mir. Oh, nein, nein, oh nein. Oh. Und... Ey, okay, jetzt habe ich es im Urin. 3 in a row, 3 in a row, 3 in a row. Oh mein Gott. Okay, beim nächsten Mal plus 11 hören wir auf. Kein Bock mehr. How to waste money in 2020. Bei Spielestyler. Die 70 Minuten Geldverbrennung. Oh, nein, 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 bleib stehen. Oh, das war das Aufstehen, das hat's plus gemacht. Ja, ich meine, ich habe jetzt zwar nur noch 20 Stück, aber naja, wie gesagt, die Teile kriegt man jetzt auch nicht gerade geschenkt. Und bevor das jetzt noch 5-mal passiert und wir es dann nicht mal mehr auf plus 11 kriegen, lassen wir das jetzt lieber. Das ist zwar ganz schön ärgerlich, weil plus 12 ist eigentlich schon das Minimum. Also die meisten Leute machen sogar bis plus 15 mit Blessings und Dynamis. Aber da muss ich ehrlich gesagt sagen, das finde ich auch wieder ein bisschen krank, weil... Also ich meine, wenn du es so hoch upgradest, dann verlierst du so viele Dynamis, dass du auch einfach Blessed Dynamil benutzen kannst oder halt Grace, je nach Upgrade. Also ist zumindest meine Meinung. So, machen wir wieder die andere Reihenfolge. Alright. Wie viel hatte ich von den Blessed Dynamis nochmal? 248, ne, genau. Okay. Wäre natürlich schön, wenn wir noch sehr viele Upgrade-Items übrig haben für zukünftige Charaktere und Equipments. Also je mehr wir hier übrig haben, desto besser für die Zukunft. Das muss man nämlich dann alles nicht mehr kaufen. Oder farmen. Aber Runa zu farmen ist sehr schwierig, weil es es bei fast keinem Event gibt. By the way, stammen alle diese Items aus dem Cash-Shop. Also davon ist nichts geduped und nichts von anderen Spielern gekauft. Das ist alles aus dem Cash-Shop. Also natürlich schon von anderen Spielern gekauft, aber aus dem Cash-Shop. Größtenteils auch per Geschenkfunktion. Also die Items hier sind crispy clean. Das ist ein non-duped Yggdrasil Staff. Perfectly fine. Kostet aber auch doppelt so viel. Aber das ist es mir wert. Self-crafted. Handgemacht. In Heimarbeit. So, jetzt strugglen wir gerade von 14 auf 15. Beim anderen war es ja von 13 auf 14, wo wir gestruggelt haben. Jetzt hoffen wir mal, dass uns das nicht auch zu viel kostet. Aber echt die Lone Upgrades immer, ne? Das ist crazy.
Wie die rumzicken, das ist krank. Unglaublich. Jetzt sind wir schon bei 20 Tries und wir haben erst 3-mal Plus gehabt. Und das waren gefühlt die ersten 3 Dinger. Oder die ersten 5 oder so. Ach, komm. Oh mein Gott. Also Blasty Enable ist nicht ganz so teuer, aber es ist nicht günstig. Es ist beileibe nicht günstig. Come on, man. Tatsächlich würde mich aber sehr interessieren, wie der Yggdrasil Death mit Feuer plus 20 aussieht. Ich könnte mir vorstellen, dass es extrem geil aussieht mit Feuer. Ist eigentlich ganz cool, dass wir dann 2 verschiedene Elemente auch noch sehen. Und vorausgesetzt, wir schaffen es hier auf plus 20, weil aktuell sieht es danach aus, als würden wir nicht mal plus 15 schaffen. Was zum Teufel ist hier bitte los? Hallo? Webson? Gala? Ich glaube, hier ist ein Game-Bug, denn das kann gar nicht sein, dass das so oft fehlschlägt. Ey, wir sind bei 14 auf 15. Sag mal, was ist denn los? Das kann doch nur ein schlechter Scherz sein. Das ist doch ein schlechter Scherz. Ich verliere gerade... Ja, danke. Ich wollte sagen, ich verliere gerade 2-stellige Milliardenbeträge innerhalb von Sekunden und es macht einfach niemand was dagegen. Alright. Immerhin plus 15 jetzt. Ehrlich gesagt muss ich aber sagen, alles unter plus 20 ist halt inakzeptabel. Vor allem bei der Menge an Upgrade-Items. Also gut, beim normalen Upgrade haben wir jetzt so hart reingelagt, dass es jetzt wahrscheinlich sehr schmerzhaft werden wird. Das ist einfach Karma. Das ist Flyf Aberglaube und Flyf Karma. Upgrade Karma. Aber was hier passiert, ist trotzdem absolut ekelhaft. Gerade. Plus 15 erst. Es fühlt sich halt an, als wären wir schon bei plus 18 von den Versuchen, die wir reingesteckt haben. Das kann doch nicht wahr sein hier. Ich glaube, ich muss den Udi nochmal ein- und auspacken. Lord, let's go. Flyf Aberglaube. Ich bleibe jetzt auch einfach so sitzen. Wir sehen uns ja eh nicht, Leute. Ja, passt schon. So. Kurzes Level 5 wieder reaktivieren. Das war kurzzeitig anscheinend ausgeschaltet. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, na also, let's go. Habe ich doch gesagt. Udi ein- und auspacken ist der Schlüssel. Oh mein... Oh, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ach, schade. Aber hey, plus 17. Ja, wollen wir ihn nochmal ein- und auspacken? Das ist natürlich kompletter Schwachsinn. Jeder, der das sieht, glaubt an sowas nicht. Das ist komplett irrelevant, was man macht während dem Upgraden. Das ist einfach pures Prozent. Pure prozentuale Wahrscheinlichkeiten sind das, also pures Glück bei den Prozenten. Das ist halt wie Glücksspiel. Man muss sie halt einfach treffen und wenn man es nicht trifft, verliert man halt. Und die Trefferbereiche sind halt nicht besonders groß. Verständlicherweise, sonst wäre es ja extrem einfach. So, sind das 187? Ne, 81. 181 noch. Das heißt, wir sind jetzt gleich bei den 50. Nee, Schwachsinn. Ach, wir sind bei den 70 gleich, das meinte ich eigentlich. Also gleich so viel wie bei den Grace of Baruna quasi. Und wir sind bei plus 17. Plus 17, plus 17 und plus 17. Oh man. Plus 17. Das ist ein richtiger Choke-Point hier, das Element-Upgrade. Ich meine aber auch, letztes Mal haben wir gefühlt 200 gebraucht oder so. Oder vielleicht war es beim normalen Upgraden, ich weiß es nicht mehr. Das ist einfach schon 365 Tage her. Also wenn es bei 150 noch nicht geklappt hat, packe ich nochmal den Udi ein und aus. Das sind noch 15 Tries, wenn ich das richtig sehe. Man kann es halt so schlecht lesen. Nee, 18 Tries jetzt noch. Oh man. Come on. Wir sind halt noch nicht mal bei plus 18. Die schlimmsten Stufen kommen ja noch. Wie kann das sein? Oh, aber langsam kriege ich halt Angst, dass wir es nicht schaffen. Bitte. Macht mir doch nicht jetzt schon so eine große Angst. Das kann doch nicht wahr sein. Oh Mann.
Weil der Vorteil ist halt erwecken und so. Ja, klar, wenn das schlecht läuft, ist es auch blöd, aber das ist halt nicht so schlimm wie das Element, wenn das nicht klappt. Komm, 158 Tries noch. Aber gleich 100 Tries, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Und also, ich meine, dass es nicht plus 20 ist, okay, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir nicht mehr auf plus 18 kommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, come on, bitte. Tu mir das nicht an. ...150. Das waren jetzt echt nochmal 18 Tries und es ist nichts passiert. Machen wir mal die 148, dann haben wir genau 100 Items verbraucht. Vielleicht gibt uns das ja Glück. Ey, es ist... Alter, also jetzt wird es langsam echt kritisch, weil wenn wir jetzt nochmal 50 Tries reinballern und das Ding ist nicht mal plus 19, dann ist die Chance groß, dass wir es gar nicht schaffen. Weil die letzten Stufen sind halt das, wo es kritisch wird. Besser gesagt, die letzte Stufe ist die, wo es kritisch wird. Da hilft auch schon anscheinend ein Udi einpacken, hilft da anscheinend auch nichts. Machen wir den Staff zuerst, damit er weiß, was hier plus gemacht werden muss. Hilft natürlich auch nichts. Oh, come on, bitte. Ey, komm, bei 130 muss es klappen, sonst... Ich verliere gerade so viel Geld. Hm. Oh mein Gott, ich dachte, die Tage sind vorbei, wo ich dann Rage-mäßig ins Auktionshaus gehen muss und alles rauskaufen muss, was es gibt. Ich dachte, die Tage sind vorbei. Oh mein Gott. Das Ding ist erst plus 17, jetzt werde ich aber langsam sauer hier. Das Ding ist nur plus 17, hört damit auf, bitte. Das ist... Es ist gegen das Gesetz, Mann. Oh mein Gott, was passiert hier gerade? Was passiert hier? Ah, na also. Ey, wie viel Tries waren das jetzt? 80 Stück oder so? Für plus 18? What the fuck? Wir sind halt erst bei plus 18. Da fehlen halt noch die beiden krassesten Stufen. Und wir haben die Hälfte unserer Items verschleudert. Das kann nicht sein. Oh mein Gott. Let's go. Bitte, 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 bitte. Okay. Wir sind bei plus 19. Der eine schnelle Versuch, der hat jetzt einiges reingeholt, aber jetzt muss es dann trotzdem demnächst klappen. Komm, bitte, 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 bitte. Come on. Oh Leute, das Enable hat nicht funktioniert. Come on. Gib mir diesen Sockel. Ja! Versprecher, Verbrecher und genau dann klappt's. Alter, also ich muss ehrlich... Also, was war das bitte? Kann mir das mal jemand erklären? Wir haben jetzt innerhalb von 20... von 15 Versuchen oder so haben wir von 18 auf 20 geschafft. Aber davor haben wir 80 Versuche von 17 auf 18 geschafft. Gebraucht. What? What is happening? Und genau das ist das beste Beispiel dafür, warum man niemals selber upgraden sollte, weil das einfach komplett blöd laufen kann. Für einen. Oh man. Aber hey, das ist ein Purified Yggdrasil Staff plus 20 mit Feuer plus 20. Let's go. Das heißt, die beiden schlimmsten Sachen haben wir hinter uns. Jetzt kann es eigentlich nur noch bergauf gehen. Oder selbst wenn es bergab geht, eigentlich nicht mehr zu tief. Genau, jetzt hocke ich mich doch nochmal anders hin, weil mich das Vieh dann doch wieder stört. So, jetzt packen wir das Teil auch nicht mehr aus. Was auch immer. Alright, jetzt müssen da noch 5 Piercings drauf. Also Baruna Weapon Jewels. Hier muss man die Waffe, glaube ich, immer reinziehen. Genau, die muss man immer reinziehen. Und dann brauchen wir unsere 441 Diamonds und unsere 78 Scroll of Baruna Reversions. Und wir suchen natürlich nach Int, weil das ist natürlich eine Damage-Waffe. Da soll nichts anderes drauf außer Schaden. Erfolgreich verbunden und wir kriegen Def plus 50. Zack, zack. Das ist auch eine sehr ätzende Arbeit. Leider. Bei Asumiao haben wir da, glaube ich, locker über 50, 60 Tries gebraucht, bis wir die 75 Decks drauf hatten.
Ich fürchte, das wird auch hier ähnlich laufen. PvP-Schaden plus 6, das ist natürlich das Schlechteste, was man haben kann. So. Außer man spielt PvP, verständlicherweise. Dann ist es nicht ganz so schlecht. Ich finde es cool, wie sich die Waffe dreht. Das sieht richtig, richtig cool aus. Ach, come on. Das Spiel weiß genau, wie sehr ich PvP verabscheue. Bitte hören Sie auf damit. Bitte lassen Sie das und tun das nie wieder. Oh boy. Ah, schade, STA plus 13 ist nicht schlecht, aber wollen wir auf dem Yggdrasil-Staff nicht unbedingt haben. Als Erweckung vielleicht, wenn es zusammen mit Int oder sowas kommt, dann kann man sowas durchaus lassen. Aber in den Weapon Jewels, da wollen wir das eigentlich nicht haben. Ne, STR plus 13, das wollen wir auch nicht. So. Das ist halt ein reines Glücksspiel hier. Und das Einzige, was man verlieren kann, ist Geld. Oh, Int plus 13 also. Sehr gut. Na gut, ich sag mal, bei fast jedem Glücksspiel verliert man Geld. Deswegen heißt es ja auch im Endeffekt Glücksspiel. Oh, ja, das kann natürlich auch passieren, dass es fehlschlägt. Ist aber sehr unwahrscheinlich. Dex plus 13. Come on. Bei Asumir hatten wir es, glaube ich, mal sogar, dass zweimal hintereinander das gleiche kam, also zweimal Dex. Wäre hier jetzt natürlich nicht sonderlich vorteilhaft, aber zweimal Int hintereinander. Ach komm, jetzt bin ich schon wieder aufgestanden. Okay, jetzt bleibe ich einfach stehen. Lassen wir den Cast. Bei so einer Aufregung kann man sowieso nicht sitzen bleiben. Also ich sitze zwar gerade, aber nur weil ich hier bei einem einstündigen Upgrade-Video wahrscheinlich extreme Rückenschmerzen hätte, wenn ich da die ganze Zeit stehen würde. Ich habe auch leider keinen ergonomischen, höhenverstellbaren Schreibtisch. Sonst wäre das vielleicht schon eher möglich. Da die Spielersteller GmbH leider noch nicht aufgerüstet hier. Noch nicht ganz arbeitnehmerfreundlich. Sackblatt bringt uns natürlich absolut gar nichts. Leider. Wäre schön, wenn Sackblatt funktionieren würde als Mage. Das wäre quasi das Beste, was überhaupt passieren könnte. Das wäre noch ein bisschen... wäre ein kleines bisschen overpowered. So. Wie bei League of Legends, da gibt es ja auch Blattsack und was ist das andere nochmal gewesen? Das gibt es, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr. Das gleiche gab es ja auch für Magie. Ah, Int plus 25, let's go. Ach, da redet man kurz über League of Legends und dann passiert sowas. Wer hätte das erwartet? Ich weiß es gar nicht mehr, wo man mit Zaubern auch HP bekommen hat. Ist auch egal, kein Mensch hier spielt League of Legends. Oh, let's go, baby! Okay, vielleicht spielen wir doch League of Legends. Ich glaube, dem Spiel gefällt das, wenn wir darüber reden. Okay. Schade. Dreimal hintereinander. Oh. 2 times a charm, aber dreimal hintereinander wäre auch heftig gewesen. Oh, baby. Wie gesagt, Sackblatt funktioniert leider nicht. Come on. Give me that. I want it and I want it now. Angriffskraft plus 63. Ups. So, come on. Aber noch bin ich eigentlich ziemlich zuversichtlich, weil wir haben ja schon 3 Stück. Und noch über 60 Tries. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich will es jetzt nicht jinxen, aber ich weiß, ihr, die gerade vorm Handy oder PC sitzen, ihr glaubt daran. Und durch euren Glauben werde ich stark. Wie so ein Goku bei der Genki Dama quasi. Also je fester ihr dran glaubt, dass es klappt, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass es klappt. Also jetzt einfach alle mal an Int denken. Int plus 50, müsst ihr euch vorstellen. Schade. Naja, Angriffskraft plus 63 ist ja fast das gleiche. Die Richtung stimmt ja schon mal. Es muss Schaden geben. Die Richtung ist gar nicht so verkehrt bei Angriffskraft plus 63, aber ja, nicht ganz. Nicht ganz. Ja, Sackblatt schon wieder.
Wir kriegen aber die ganze Zeit nur die gleichen Werte, muss man sagen. Also Def hatten wir ganz am Anfang ein einziges Mal, glaube ich, bis jetzt. Aber darüber bin ich auch ganz froh. Ich will es jetzt nicht, herbeibeschwören. Ich will INT. I'm not Dynamite. So. Das waren jetzt, glaube ich, 28 Tries. Also alles noch im Rahmen. Wie gesagt, bei Asumio hat es ziemlich viele Tries gekostet, also. Aber da hatten wir auch, glaube ich, mal dann einfach Back-to-Back und dann waren wir auch wieder im Rennen. So Back-to-Back, solche Sachen, vor allem wenn es eh nur 5 Slots gibt, die man füllen muss, das ist, das hilft ganz schön gewaltig. Schade, HP. HP haben wir auch einige Male schon gehabt. Oh, Baby. Ja, let's go, in plus 50. Ihr habt dran geglaubt und deswegen hat es auch geklappt. Thanks for that, boys. Und jetzt noch in plus 75, come on. Gimme that. Ah, schade. Ups, ach, ich vergesse immer das. Ja, es ist immer so blöd, weil beim ersten Mal hier funktioniert Doppelklick nicht und beim anderen funktioniert Doppelklick dann schon wieder. Das ist immer so verwirrend und unlogisch, warum es bei einem geht und beim anderen nicht. Aber es ist jetzt nicht so wichtig. HP plus 1138. I don't need that one, but thanks anyways. So, in plus 75. Dann bringt der Staff einfach nur so 116 Int, ohne dass eine Erweckung drauf ist. Geschweige denn Sockel. Und die Sockel, die kommen dann auch noch, keine Sorge. Ich weiß, es gibt viele von euch, die nicht dran glauben. Und euch will ich nur gesagt haben, glaubt besser dran, das wird sowieso passieren. Da habt ihr ja keine andere Wahl. Die Baruna-Sockel kommen und wenn es das letzte ist, was ich in dem Spiel noch tun werde, die werden kommen. Dex plus 13. I don't need that. Baruna-Sockel und Baruna-Fusion natürlich. Nur Sockel wären ein bisschen wenig. Aber wäre trotzdem schon 10-mal besser als Yggdrasil. Als Arkan. Ja, gut. Sprachfehler hittet wieder hart. Als Ancient wollte ich natürlich sagen. Also Yggdrasil selbst ohne Fusion wäre mit Sockeln schon 1000-mal besser als Ancient. So, come on. Vor allem mit den neuen Karten, falls die auch released werden. Wenn es dann soweit ist. Jetzt kommt aber wirklich nochmal jeder Wert. Da will jetzt jeder Wert nochmal vorbeischauen bei dem 5. Slot. Da will jetzt jeder Wert nochmal vorbeischauen. Alle nochmal kurz Hallo sagen. Bevor wir hier unsere in plus 75 draufklatschen, Alter, gecallt, baby. Let's go. Let's go. So. Minimaler Cut. Ich hoffe, das stört euch nicht sehr, aber ich habe bei solchen Videos immer extrem Angst, dass wenn die Aufnahme abstürzt, bei über einer Stunde Sachen, die ist weg, die Aufnahme. Also das will ich niemals riskieren. Deswegen Mini-Cuts dazwischen, dass das einzelne Dateien werden. Genau. Aber ja, wir sind tatsächlich schon am Ende angekommen. Jetzt fehlt nur noch die Erweckung bei dem Yggdrasil-Staff. Jetzt ist ja die Frage, ob wir nicht doch lieber die anderen beiden Sachen schon mal upgraden und dann könnten wir alles zusammen erwecken. Oder ob wir trotzdem jetzt erst einen Staff komplett fertig machen und dann erwecken. Allerdings ist es so, dass wir nur 671 Cancels haben. Und ich benutze hier den Ausdruck nur, aber rechnet euch das mal in Milliarde aus, wie viel das kosten würde. Eins kostet so, wartet, ich kann gleich nachgucken, damit ihr es mir auch glaubt. Dann schalten wir mal kurz um hier auf Asumio, damit ihr es mir auch glaubt. Was sind die falschen Cancels? 599 Millionen mal 671. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Also es sieht nach wenig aus, aber das ist abnormal viel Geld. Will ich nur mal dazu gesagt haben. Genau. Und ja, entsprechend ist jetzt da die Frage, was wir machen. Erst den Staff erwecken oder die anderen beiden Teile upgraden. Also obwohl ich gesagt habe, ich mache erst den Staff fertig, bin ich jetzt glaube ich erstmal für upgraden und dann erwecken wir alles. Weil dann haben wir alles fertig und dann müssen wir nur noch erwecken und changen. Das können wir dann auch noch machen. Da kann ich dann theoretisch jetzt auch schon mal hier Dela nach St. Morning ordern, dass der dann schon mal bereit steht mit der Change. Ach, ich sag die ganze Zeit Change Away, ich meine Change natürlich. Macht ja auch gar keinen Sinn, Change Away, wenn ich über das Element rede. Genau. Ja, komm, dann machen wir die anderen beiden Sachen jetzt. Also, Upgrade.
Das geht ja eh schnell, weil die ja, kann ich Doppelklick, genau, machen? Wo sind meine Stone of Balance? Ah, hier. Achso, Moment mal, das muss raus. So, jetzt kann es rein. So. Dann machen wir das mal so. Machen wir die Safe-Upgrade-Methode, das geht, glaube ich, ein bisschen schneller. Genau, plus 3. Ziel ist jetzt nicht unbedingt plus 20, aber hey, ich meine, ich würde es nehmen. Alter, das sieht doch mal geil aus. Ich würde sozusagen jetzt die Frage, ob sie wirklich plus 12 sind. Sind sie? Ja, das passt perfekt. Plus 12 ist eh das angestrebte Ding. Alright. Und Baruna Upgrade. Arcanist Gauntlet. Oder Gauntlet. Passt. Dann haben wir die auch plus 2. Und dann das gleiche nochmal, würde ich sagen. Und dann haben wir es, oder? Passt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. Okay, Entschuldigung. Da war ich wohl etwas übereifrig. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das jetzt hier aussieht, wenn es Level Down geht. Also wenn es halt fehlschlägt und Minus geht. Ich weiß gar nicht, ob sich dann der Wert hier verändert. Wahrscheinlich schon. Ja, ist es tatsächlich. Ich habe das gerade gesehen. Und schon wieder, ja. Ja, perfekt. Ja, ich meine, hat 10 mehr gekostet, aber passt. Haben wir die auch beide plus 12. Ja, das war's eh schon. Fertig. Gut, das war jetzt relativ unspektakulär. Gut, dass wir uns dafür entschieden haben. Oder mich. Ja, dann sind die ganzen Items hier eigentlich auch schon wieder umsonst. Dann können wir die auch schon wieder wegschmeißen. Also, natürlich nicht wegschmeißen, aber auf unseren Upgrade-Char schmeißen. Und zwar... die Ancient Death Rune, die brauchen wir noch. Die habe ich jetzt beinahe vergessen. Genau, die Bless the Name ist, die Grace brauchen wir nicht mehr, das Zeug brauchen wir nicht mehr, das Zeug brauchen wir nicht, das Zeug brauchen wir nicht, das Zeug brauchen wir nicht, das Zeug brauchen wir nicht. Genau, die Stone of Balance brauchen wir nicht. Ja, da sieht das Inventar gleich viel besser aus. Genau. Da haben wir nur noch 3 Items, die wir benutzen müssen. Dann brauchen wir den Udi. Und da müssen wir mal kurz gucken, wo ist denn die Rune? Baruna Piercing. Hier muss ich sagen, hier bin ich mir nicht mal wirklich sicher, was da wirklich das Beste ist, weil ähnlich wie bei Asumyao ist es halt so, man macht ja später hauptsächlich Dungeons als High-Level-Character. Das heißt, diese One-Shot-Rune bringt eigentlich fast nichts, weil fast alle Dungeon-Monster kann man nicht töten, weil es Supermonster sind. Also One-Shot töten. Das heißt, das ist jetzt nicht wirklich hilfreich, beziehungsweise auch in den Low-Dungeons oder so, das ist eh vollkommen egal. Und bei Bossen, wie gesagt, funktioniert es eh nicht. Und auch beim Leveln, ja, es ist hilfreich, aber ja. Aber bei HP denke ich mir halt genau das Gleiche, weil bei HP ist es halt so, in einem Dungeon oder auch beim Leveln ist es ja so, dass man sowieso Aiden's Jar normalerweise benutzt, zumindest wenn man davon ausgeht, dass man viel Damage bekommt, ist es ja so, dass man Aiden's Jar benutzt. Und dann ist es halt wieder so, ja gut, ich meine, wenn ich Aiden's Jar habe, dann brauche ich eigentlich keine HP-Wiederherstellung auf meiner Waffe. FP, MP ist sowieso Schwachsinn und dann ja, bleibt eigentlich nur noch Damage. Also Kill, meine ich, nicht Damage, Kill. Die Ancient Rune kann beim Piercen zerstört werden, wenn kein Skull of Ancient Rune Protection benutzt wird, trotzdem vorfahren. Hier ist wichtig zu lesen, die Ancient Rune, also die Waffe kann nicht kaputt gehen. Genau. Da kriegt man aber auch immer so einen halben Herzinfarkt, wenn da steht, wurde zerstört. Sollte man wahrscheinlich auch am Anfang machen, wenn man wirklich so schreckhaft ist. Genau, ich hoffe 15 Stück reichen. Normalerweise klappt das beim ersten Versuch. Okay. Gut, normalerweise ist es schwer zu sagen, wenn man es nur ein einziges Mal gemacht hat, right? Aber ich glaube, damals habe ich sogar einen Circle of Chance gehabt. Also ich kann mir welche kaufen. Wenn es das noch 5-mal fehlschlägt, dann mache ich das, glaube ich, auch. Na also. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit tötest du deinen Gegner mit einem Schlag. Sehr schön. Für PvP ist es natürlich auch ziemlich wichtig. Spiele ich zwar nicht, aber... Naja, theoretisch sollte man jemals daran denken, diesen Charakter aufzulösen und zu verkaufen, wird die One-Hit-Rune deutlich mehr wert sein als HP. Zumindest gehe ich davon aus. Genau, dann ist die Waffe jetzt aber wirklich fertig, bis auf die Erweckung. Das Ding sieht halt... Ach, das sieht so crispy clean aus. Ich liebe es. Ich liebe solche Sachen. Wenn ich das selber geupgradet habe und das danach angucke, wie es aussieht, das ist einfach das Beste an Flyve. Es ist zwar auch das Ätzendste an Flyve, da hinzukommen, aber wenn man fertig ist, ich schwör's euch, das ist das beste Gefühl, das es gibt. In Flyve zumindest. Oh Baby, das ist so geil. So, wir brauchen den Udi wieder. Mein treuer Begleiter. Womit fangen wir an?